Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute eine Review und dann kitten wir noch zusammen down sozusagen. Ich wollte schon sagen ab, aber down, indem wir meine Restesteine von diesem Bild hier wegsortieren. Und wie ich das mache, erzähle ich euch dann nach dem Intro. Bis gleich. So, hierzu kommen wir später. Genau, hierzu auch. Da sind wir wieder. Und zwar geht es um dieses schöne Schätzchen. Das ist jetzt auch schon versiegelt, deswegen ist es auch schon ein bisschen steifer. Und zwar ist das von Diapop. Eines aus ihrer Aktionskollektion, sage ich jetzt mal. Also ihre Aktionsbilder ist 30 x 30 und hat 35 Farben. Es sind runde Steine und es sind auch eine AB-Farbe ist mit dabei. Das ist die 5200. Genau, 35 Farben insgesamt. Und es hat total Laune gemacht, das Bild zu painten. Also die Qualität von diesen, ich sag jetzt mal Aktionsbildern, die, also ihr kennt so ein Kaffeebild, das gibt es auch in anderen Shops, also das ist nicht lizenziert. Die Qualität ist super. Also es ist eine dicke Leinwand, keine Seinleinwand, aber eine dicke Leinwand, legt sich total glatt, schnell flach, meine ich. Und es hat total Laune gemacht, das Bild zu painten. Also der Kleber war super. Ich war sehr angenehm überrascht. Und das Bild, finde ich, kommt aufgrund der 35 Farben, finde ich, auch sehr gut raus. Also es ist eins meiner Lieblingsbilder geworden. Von den kleineren. Was kann ich noch sagen? Wie gesagt, kein Ausschuss an Stein. Also die Steine waren top. Wir haben hier Acrylsteine, ja. Ich habe damals noch richtig Geld dafür bezahlt. Inzwischen kosten die, glaube ich, 5,99 €. Wenn nicht, blende ich das hier nochmal ein. Sorry dafür. Ich glaube 5,99 €. Und zum Teil legt sie, ich weiß nicht, ob die Aktion immer noch läuft, wenn ich das Video hochlade. Aber sie legt so ein 30 x 30 oder 30 x 40 den aktuellen Bestellungen dabei. Quasi gratis. Aber selbst für 5,99 € oder auch für 7,99 € ist das Bild wirklich ein Schnapper. Also ihr macht da nichts verkehrt, falls ihr das kaufen möchtet. Sie hat ganz viele noch, also sie hat ganz viele verschiedene Motive noch. Wenn weg, dann gibt es was Neues, ist klar. Und ihr könnt auch sparen mit meinem Code RENA10. Der ist sowieso hier Dauer eingeblendet. Und klickt gerne auf den Affiliate-Link, auch in der Videobeschreibung. Dann tut ihr auch meinem Kanal was Gutes. Und das, was ich dort bekomme, kann ich in ein neues Bild bei Diapop auch wieder investieren. Das wäre super, dann kann ich euch wieder ein bisschen mehr zeigen. Was ist übrig geblieben? Und ich muss sagen, also ich habe das schon wieder zurück sortiert hier in die Tütchen. Und es ist super viel übrig geblieben, wie ihr hier seht. Ne? Also wir haben hier richtig schöne Restesteine. Die hebe ich auch auf, weil es waren wirklich sehr gute Steine. Und also es sind richtig viele Steine übrig geblieben. Ich habe mir das dann quasi, also hier ist auch nochmal richtig viel übrig geblieben. Die hier, die Farbe fand ich auch richtig cool. Sieht man im ersten Moment gar nicht, ne? Aber die ist hier oben in dem Baiser. Ich würde das jetzt mal als Baiser einschätzen. Drin. Ich schreibe das dann immer auch, wie ihr hier seht, mit nochmal drauf, von wem das ist. Und also dieses Sticker mit der DMC-Nummer war von ihr. Das kam in Zippertütchen tatsächlich. Falls ihr mein Unboxing noch nicht gesehen habt, verlinke ich das hier oben. Genau. Wie gesagt, ne? Also Masse, Menge Steine, kann man ordentlich nochmal was mit anfangen. Hier 939. Auch ein Batzen übrig geblieben. Und so geht das weiter, ne? Hier dann auch nochmal. Ja, wie gesagt, ich hatte ja keine Farbe
Also bei allen Farben ist was übrig geblieben, so rum. Das ist die AB-Farbe 5200 und wie ihr hier seht, ne, Masse Menge Steine übrig geblieben. Super, also spitze. Ansonsten kann ich eigentlich nichts weiter zu dem Bild sagen. Würde ich immer wieder painten. Ich habe auch, es kommt dann bald auch noch ein großes Unboxing, lade ich noch hoch, wo ich auch noch ein paar Bilder geshoppt habe, die ich euch dann auch noch zeigen möchte. Auch mit einer Mystery Box habe ich noch geshoppt. Wie mache ich das Kitting Down? Wie gesagt, ich habe das hier einfach wieder in die Tüten zusammen gemacht, wieder zurückgetan, habe hier diese großen Aufkleber drauf gelassen und habe nur noch drauf geschrieben, von wem es ist, von Diapop und ob es Acrylsteine sind. So, und wie geht das weiter? Ich habe inzwischen auch 2 Boxen. Die eine musste ich gerade noch ein bisschen vorbereiten, deswegen habe ich sie hier beide gerade noch stehen. Und wie ihr seht, wenn ihr schon ein bisschen länger im Diamond Painting unterwegs seid, dann kennt ihr ja auch so ein paar Shops. Und ich hatte mal so ein Beginner-Set gekauft bei Craft & Wedding. Das ist hier die weiße Box. Und da hat sie so ein ganzes Set mit Zippertütchen, diesen weißen Karteikärtchen und vorgefertigte Karteikarten sozusagen. Ja, inzwischen, also das hier ist meine das hier ist meine, ich habe es gerade sortiert und schon wieder vergessen, das sind eckige Steine, so. Das hier ist meine eckige Ecke, sozusagen, und das ist meine runde Box. Eigentlich hätte ich es andersrum machen müssen. Ich dachte tatsächlich, ich habe mehr eckige Steine, aber, ja, wie ihr seht, ne, eckig versus rund. Also rund habe ich irgendwie mehr, ist mir gar nicht so bewusst, weil painten tue ich tatsächlich. Naja, ich muss immer beides gleichzeitig haben, also ein rundes Bild und ein eckiges Bild habe ich gerne am Start. Genau, und hier habe ich jetzt einen Unterschied gemacht, also die hier habe ich bei dem großen A nachgeshoppt. Und hier habe ich das jetzt anders gemacht, also es ist dieselbe Box. Ich habe hier nur was verändert und zwar habe ich hier die Trenner habe ich nur einfach gemacht und hier an den Seiten auch. Also ihr seht hier am Rand gehen mir irgendwie noch mal ein halber Zentimeter flöten und hinten auch. Könnt ihr gar nicht sehen. So, wackel-dackel. So, hier habe ich einen halben Zentimeter und hier unten habe ich einen halben Zentimeter. Das werde ich dann irgendwann hier auch noch mal verändern. Und hier in der Mitte gehen mir auch noch mal ein paar Millimeter verloren. Ich verspreche mir eigentlich, weil ich habe oft auch kleine Tüten genommen. Beziehungsweise die Tüten, die bei dem Kit dabei waren. Zum Beispiel habe ich hier noch Restesteine vom Diamond Art Club. Und da waren irgendwie kleine Tüten dabei. Oder ich hatte gerade nur kleine Tüten, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Und wenn ich die jetzt nebeneinander lege, dann passen da natürlich ein paar mehr Tüten nebeneinander, ne, als nur 4 rein. Das heißt, ich könnte hier noch ein paar mehr Tüten reinbekommen. So, jetzt habe ich die irgendwo rausgezogen. Da habe ich die rausgezogen. Insofern gucke ich mal, wie ich das mache. Wie ihr hier auch seht, ich habe hier mal was ausprobiert. Und zwar habe ich diese Trenner bei Temu oder Ali gefunden. Ich muss noch mal gucken, wo ich die gekauft habe. Ich glaube, das war bei Temu. Wenn ich den Code noch finde, dann setze ich euch das in die Infobox. Wenn nicht, wenn ich es vergessen sollte, erinnert mich gerne noch mal dran. Und zwar ist das so Plastik. Manche kennen das vielleicht. Ich glaube, die kommen eher vom Pokémon-Karten sammeln. Da gibt es die, glaube ich, auch. Oder sind sogar die dafür. Und die haben diese gleiche Größe ungefähr. Ja, kann man sagen, ne? Die haben die gleiche Größe wie diese vorgefertigten Karten hier von der Heidi. Und die haben natürlich ein bisschen mehr Stabilität, weil ich habe nicht in jede Tüte hier so ein weißes Kärtchen reingesteckt. Zumal in den kleinen Tüten die weißen Kärtchen gar nicht reinpassen. Ja. Insofern fehlt mir teilweise dann die Stabilität.
zwischen den Tüten und deswegen habe ich mir hier diese Plastikdinger gekauft, um ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen. Inzwischen ist es ja so, dass wir ja eine ganz tolle Person auf Instagram haben, die Lulana Cuties. Ich mache irgendwie heute ganz schön viel Werbung, ne? Für alle möglichen Artikel. Und die Lulana Cuties, sie macht das so viel mit so viel Herz, so wie Craft and Wedding natürlich auch, wie die liebe Heidi. Und die Motive sind einfach so süß und man weiß immer nicht, was man nehmen soll. Und sie hat auch angefangen, auch diese Registerkarten zu machen. Da kann man ihr die Größe senden und dann macht sie das in ihrem, also in deinem Wunschformat hin. Und ich hatte halt, weil ich halt mehrere, also weil ich mehr auf schmale Tüten gehen möchte, habe ich mir hier auch schmale Karteireiter geholt. Die sind genauso hoch wie diese gelben Kärtchen. Ja, von der Höhe sind sie identisch, aber sie sind schmaler. Und guckt euch mal, ich mag immer noch Bubble Tea. Ja, Kalorien hoch 10, aber ab und zu gönne ich mir das. Inzwischen mache ich auch so ein paar zuckerärmere Varianten mir selbst. Insofern, ja, ich finde es trotzdem noch toll und die Motive finde ich einfach spitze. Und die können wir hier, während wir downkitten, auch gleich mal mit einsortieren. Das wollte ich euch nur einmal zeigen, dass ich diese Boxen auch ein bisschen abwandeln möchte. Bevor ich damit aber starte, irgendwelche Sachen wegzusortieren, habe ich noch, ich weiß nicht, ob ihr eure Steine trackt sozusagen. Ich habe hier so einen Color Coach, den hatte ich mal von Pichu, noch ein Shop. Und zwar kommen die in dieser Größe. Und ich wollte, ja, also ich tracke meine Steine, indem ich von jeder Stein, also nicht von jeder Steinart, wie sage ich denn das? Also Harzacryl ist mir egal, das unterscheide ich nicht, aber ich unterscheide rundeckig, AB, Fairy Dust, Strass. Was gibt's noch? AB, Fairy Dust und Strass. Ne? Mehr gibt's nicht, oder? Mehr Sorten. Und das ist immer noch mein allererster Color Coach, deswegen ist das alles ein bisschen durcheinander. Inzwischen habe ich mir das jetzt hier halt, also normalerweise haben die ja diese Größe. Na, also die erste Seite ist noch so. Und dann habe ich mir die zweite halt so zurechtgeschnitten, dass ich das auf ein DIN A4-Blatt klebe. Und habe halt hier oben noch die Überschrift noch mit rübergenommen. Das heißt, eine Seite wird rund, eine Seite wird eckig oder umgekehrt. Wie ihr hier seht, ich habe halt am Anfang noch hier durcheinander. Da konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich mit eckig anfange oder mit rund anfange. Deswegen ist das manchmal bei mir hier auch ein bisschen durcheinander, aber ist nicht so schlimm. Hauptsache, ich habe die Steine drin und ich weiß, was ich habe in meinen Kisten. Genau, da können wir jetzt eben nochmal durchgucken. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen her, dass ich das ja fertig hatte. Ich habe von jedem Stein, habe ich das hier schon mal abgeglichen. Also ich gucke mir dann, wenn ich das hier schon so in Zippertüten habe, gucke ich mir an, 161, habe ich die schon in rund? Ja, habe ich. Und dann kann das wegsortiert werden. So, könnt ihr mich denn hier überhaupt richtig sehen? Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich das hier irgendwie richtig hinbaue, dass ihr hier überhaupt seht, was ich mache. Entschuldigung über dieses Wackeln hier. 161, wo haben wir denn die 161? 154. So, 161 haben wir auch schon. So, und 161. Also hier habe ich das irgendwie noch nicht gemacht, dass ich zuschreibe, von welcher Firma das ist. Das mache ich eigentlich schon ganz gerne, weil die Nuancen sind schon unterschiedlich teilweise. Okay, bei dem Licht kann ich das jetzt gar nicht hier so richtig sehen, aber ich glaube, das hier hat eine Ja, so durch die Kamera sehe ich schon die Farbabweichung. Dann lasse ich das in dieser Tüte und packe die beide hier rein. So. Hier ist irgendwie. So, dann kommt die nächste Farbe, 223. Und hier habe ich schon welche hingesetzt. Könnt ihr meinen Finger überhaupt sehen? Nee, ne? So, da. Da habe ich schon welche hingesetzt. 223. Dann können wir gleich hier
neues Karteireiter auswechseln. 223 habe ich noch gar nicht gehabt. Genau so 336. 336 habe ich hier oben. Ja, habe ich auch schon eingeklebt. Und dann so 200, 336. So, hier mal 336. Jetzt gucke ich mir eben die Farbnuancen nochmal an. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich die Steine her habe. Also ich sehe hier auch schon einen Farbunterschied. Leichten. Dann lasse ich das so. Sonst würde ich es zusammenfüllen. Also wenn die Farbnuance ähnlich, also gleich ist, würde ich es so belassen. So, jetzt sind wir hier schon bei, was kommt denn jetzt? 415. Jetzt gucken wir mal hier in mein Zettelchen. 415 habe ich auch schon. Können wir die nächste Karteireiter austauschen. So, 415. Ich lasse die mal alle hier so drin mit dem Sticker Diapop und gut ist. Ist das eigentlich so okay für euch? Ich überlege gerade, ob ich die Perspektive mal ändere. Oder ist das okay für euch? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob die Perspektive so von oben okay ist oder ob ihr es gerne mehr von vorne hättet. Also so seitlich, damit ihr hier das besser erkennen könnt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. So, 437. Ich glaube, wir brauchen hier links jetzt gar nicht mehr gucken in meinen Colorcode. Ich habe überall die eigentlich rausgenommen und reingeklebt. 451 haben wir hier auch. Auch eine Farbabweichung. Genau, und so geht das weiter. 498 habe ich auch schon. Und habe ich auch hier von Duck zum Beispiel. Ja, hier, da sieht man auch die Farbabweichung ganz schön. Obwohl das beides eine 498 ist, DMC-Nummer. So, jetzt haben wir hier 500. So, die nächste Tüte ist die 700, das heißt, ich kann hier die 600 auch schon austauschen. So, 600 haben wir hier hinten noch die 700. Ja, die 700 fängt hier hinten auch an. So, 721. Wie kittet ihr denn ab? Habt ihr auch hier so dieses Kartonsystem oder wie macht ihr das? Oder kittet ihr gar nicht ab und schüttet alle Steine in ein Glas? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Es ist zwar ein bisschen zeitaufwendig, aber wenn man auch mal eine wie heißt das? Resteleinwand? Restesteinleinwand? Oh Mann, Wortfindungsstörung. Wie heißt denn das? Resteleinwand. Restesteine-Leinwand. Also eine Leinwand gibt es entweder blanko und ihr pixelt euch zum Beispiel ein Bild selbst und benutzt eure Restesteine. Oder aber mittlerweile in den verschiedenen Shops,
gibt es Rasteleinwände oder Restesteine-Leinwände schon mit Motiv, aber ohne Steine. Also bei Pitcho hat welche, Janine X hat welche, Tini Schnickschnack hat, glaube ich, auch noch welche. Und da könnt ihr quasi die Bilder kaufen ohne die Steine und könnt dann quasi eure Steine, die ihr hier in eurem Stash habt, selbst benutzen und habt quasi, also diese Leinwände sind dann natürlich auch günstiger, ne? Weil die Steine nicht dabei sind. Finde ich auch sehr schön. Ich wollte mir eine Restesteinleinwand, also schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, wie das heißt. Es hört sich irgendwie falsch an. Egal, was ich sage, hört sich das irgendwie falsch an. Auf jeden Fall wollte ich eine bei Janine X bestellen. Und zwar hat die eine Leinwand, wo 120 Farben sind. Ich hatte nämlich überlegt, wenn ich jetzt eine nehme mit nur ganz wenig Farben, dann brauche ich aber ganz viele Steine. Weil zum Beispiel 40 mal 40 sind ja schon einige Steinchen, die man braucht. Und ich habe zwar relativ viele Farben, aber nicht viele Steine von einer Farbe. Deswegen habe ich gedacht, okay, 120 Farben, da brauchst du nicht so viele Steine pro Farbe. Ja, aber bis ich mich dann mal durchringe und irgendwie zu bestellen, ja, waren die leider schon wieder alle weg. Das ist ein bisschen schade. Und ich weiß aber, wer die genommen hat. Die eine, die ich noch wollte. Das ist die liebe Sunny, Sunny Joe. Falls du zuguckst, Sunny, zufällig, kannst du ja mal schreiben in die Kommentare, ob du deine Restesteinleinwand, wie auch immer das heißt, schon angefangen hast zu painten. Oder ob du mal geguckt hast, ob dir noch viele Steine fehlen. Oder würde mich mal interessieren. So, 779. Ja, wenn man viele. In diesem Bereich sind irgendwie viele Steine. So, hier habe ich was. So. Und nochmal 797. Auch nochmal. Also im 7er Bereich habe ich sehr viele Steine hier. Sehr viele Tüten. 797. Was haben wir noch? 800. Jetzt kommen wir in den 800er Bereich. 838. Habe ich auch gemacht. 838. Hier habe ich jetzt auch tatsächlich, fällt mir gerade auf, hier habe ich jetzt in diesen Kisten habe ich nur, also diese normalen Steine und ABs. Strasssteine habe ich hier tatsächlich nicht drin. Wobei bei den runden Strasssteinen, da habe ich tatsächlich auch keine DMC-Nummern. Die habe ich im Moment noch in so einem Buch gelagert, habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt, weil die keine DMC-Nummern haben. Und da habe ich jetzt auch, weil ich painte ja auch so viele kleine Projekte da mit den Strass und Teilbilder, da war mir das jetzt auch zu aufwendig, die jetzt irgendwie nach einem Color Coach hier von Artdot oder so, das dann zu vergleichen und zu gucken, welche DMC könnte das sein. Und was war das jetzt hier? 900. 900 habe ich und 902 habe ich auch. Genau. Aber bei den eckigen Steinen habe ich mir mal eckige Strasssteine bestellt und da sind tatsächlich DMC-Nummern bei. Die wollte ich auch unbedingt in die Restesteinebox sortieren und umfüllen, weil die sind noch in den normalen Tüten, also in diese 200er Bags. 918. Nochmal schnell gucken. Und die will ich auch nochmal einsortieren. Falls euch das interessiert, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Wegsortieren der Steine gerne sehen möchtet oder ob ihr sagt, nö, mach lieber was anderes als Video hochladen. Also, ne, als Video. So, 930. Das Blau sieht aber anders aus. Ach nee, da oben ist es okay. 930. So, wir haben Juli, Anfang Juli. Und was soll ich sagen? Ich bin schon wieder krank. Erkältung. Ich konnte mich drücken. Die Kinder waren zuerst dran. Die waren sogar teilweise zweimal dran mit Erkältung. Ich bin immer gut bei weggekommen. Also habe mich nicht wirklich angesteckt. Ja, und jetzt irgendwie aus heiterem Himmel hat es mich auch erwischt. Und deswegen hört sich meine Stimme auch ein bisschen anders an.
945. Geht's euch auch so? Oder ja, kommt ihr gut durch den Sommer, sage ich mal, ohne Krankheiten, also ohne Erkältung? Man hat ja immer irgendwelche, also ich habe auch immer irgendwelche Zieperchen. So, wir gehen schon in meine zweite Box. Das heißt, wir haben nicht mehr, ich meine 35 Farben ist ja auch nicht so viel, also es ist eher so ein Quatschvideo heute. So, habe ich auch gemacht. 945, 948, 977, 77 habe ich auch. So, 959, 64, 77. So, jetzt kommen wir schon zu den 3000er. So, hier 3000. 3042 haben wir hier. So, 3042. Hier habe ich auch so kleine Tütchen dazwischen. 3072. 3072 habe ich hier. 3371. 3371 habe ich gesagt, ne? Genau, habe ich auch. 3740. Hier unten habe ich auch. Ah, wir haben noch Zwischenkärtchen. Guckt mal, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. 3300. Müssen wir nochmal gucken, wo das anfängt. 3300, 3000. Hier würde ich sagen, fängt das an. So, 3300, 3600. Habe ich überhaupt 3600? 3300. Ja, 3600. 3600. Dann haben wir hier 3700. 3740 hatte ich eben gehabt. Ja, haben wir. 3740. 736, 737. So, würde ich das machen? Ja, 740, genau. So, 3771. Auch 3700. 3771. Oh Mann, 3771. Wenn so viele kleine Tüten dazwischen sind, kann man das echt schlecht. So, 3771. So, 773. 776 habe ich alle, genau. Jetzt haben wir 3800. So, jetzt, wir nähern uns dem Ende. 5 oder 6 Tüten habe ich hier jetzt noch. 3000, wo ist es? 5000, 3802 habe ich hier. Steine gesetzt. So, 3802. So, 3827. 827, letzte Seite. 827, ja, da oben. Okay. 27. So, wir haben Juli. Fahrt ihr noch in Urlaub oder habt ihr schon euren Sommerurlaub bekommen und gemacht? Oder habt ihr noch vor, irgendwo hinzufahren? 31. So, 31. 36 habe ich auch schon. So, letzten 2 Tüten. 38, 38, 37. Tide habe ich auch schon mal in 38. So, genau. Brauche ich auch nicht setzen, weil ich habe ja schon eine Tüte davon. So, jetzt kommen wir zu der letzten Tüte und das ist die AB-Farbe 5200 in Rund. Da habe ich dieses Kärtchen hier schon eingesetzt. Und hier haben wir natürlich ein paar mehr. Hier habe ich auch alle drin, irgendwie Glow oder Nachtleuchtend oder was auch immer. AB habe ich hier tatsächlich noch nicht unterschieden. Doch, oh, da bin ich ja. Ja, wie macht ihr das? Alle 5200er zusammen? Egal ob Glow oder also Nachtleuchtend oder AB, zusammen alles? Oder packt ihr dann die 5200, würdet ihr die jetzt unter AB tun? Weil ich habe hier eigentlich den letzten Reiter. Da fehlt mir eigentlich noch hier so ein Karteireiter mit diesem Bubble Tea.
wo drauf steht AB. Weil hier hinten kommen nämlich die ganzen AB-Steine, die ich habe, in rund. Die habe ich eigentlich schon ein bisschen gesondert. Lässt sich dann einfacher finden, als wenn ich die jetzt hier zwischen stecke. Ne? Meinetwegen, ich habe die 310 in AB. Und nee, ich stecke das nicht hier zwischen. Ich habe hier hinten so einen extra Reiter mit AB sozusagen. Ja, was habe ich hier noch drin? Was habe ich denn hier vorne? Ach ja, hier habe ich die haben auch keine DMC-Nummern. Die habe ich, glaube ich, auch bei Temu oder bei Ali geholt. Das sind so Glowsteine. In Orange, Pink und 2 verschiedenen Blautönen. Genau, die habe ich hier auch separat gelagert. Die haben keine DMC-Nummern drauf gehabt. Okay, ich würde sagen, das soll es erstmal von mir gewesen sein. Ich kann hier auch nochmal, was habe ich denn hier drin? Hier nochmal ein bisschen so einen Platzhalter schaffen. Passt sogar rein hier. Drehe ich mal um. So, genau. Dann fällt mir das hier nicht alles um. Und hier sind so kleine Etiketten noch drin. Die lasse ich mal hier drin. Genau, das soll es dann auch schon gewesen sein von meinem Kitting Down und von meiner Review von dem schönen Diapop-Bild. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, aktiviert gerne die Glocke. Lasst einen Like da, eventuell auch einen Kommentar. Ich habe ja so ein paar Ideen gebracht. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. In diesem Sinne, wenn ihr selber bei Diapop einkaufen wollt, benutzt gerne meinen Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung und meinen Code RENA10 und dann könnt ihr nochmal 10% sparen. Das gilt aber nicht auf bereits reduzierte Ware. Aber wenn ihr reduzierte Ware kaufen wollt und ihr wollt meinem Kanal trotzdem was Gutes tun, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Affiliate-Link anklickt und darüber bestellt. Okay, in diesem Sinne, Happy Diamond Painting. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.